Hallöchen Leute, willkommen bei einem Livestream von der Warm-Up Rallye. Wir machen heute mal alle 4 Rennen. Danke auf jeden Fall fürs Zusehen. Vielen lieben Dank. Ich hoffe, es ist alles okay hier. Bildqualität und Aufnahmequalität. Ja, geht gleich los. Wir fangen um Punkt. Fangen wir an, also genau in 4 Minuten und dann fangen wir mal an, ein paar Sachen zu besprechen und natürlich auch unsere Rennen zu machen. Gucken mal, wir haben ja hier Lance Stroll, haben wir hier mit Boost die Woche, kommt aber nicht an unsere Fahrer heran. Da fahren wir auch mit Verstappen und mit George Russell. Setup genau das gleiche, wir haben Orbit mit 10% Boost die Woche. An unseren Spirit heran und dann haben wir noch Quicksilver und das kommt leider auch nicht an Flow heran. Von daher müssen wir auch mit dem Setup fahren, wie gehabt. Erzählt mal, habt ihr schon euer Qualifiziert? Wo seid ihr? Habt ihr euch qualifiziert, denkt ihr? Wie gesagt, geht gleich los. In 2 Minuten. Und dann fangen wir mal an hier unsere. Ich hoffe, dass es besser wird wie letzte Woche. Letzte Woche haben wir uns halt qualifiziert in der Warm-Up. Allerdings ist das dann nichts geworden. Am Wochenende. Wir haben uns dann am Samstag nicht qualifiziert gehabt für den Sonntag, für das Finale. Was sehr nicht ehrlich. Das war echt ärgerlich. Mit 220 Punkten hatten wir uns nicht qualifiziert. Aber was will man machen? Was will man machen? Hi Muro. Hi. Ja, springen wir ein bisschen kürzer vorher schon rein. Wie schon gesagt, der Fahrer, also Lance Stroll mit dem 10% Boost die Woche und Orbit, unser Getriebe, auch mit dem 10% Boost, kommt leider nicht an unsere Teile heran. Das heißt, dass wir dann mit unserem alten Setup fahren, wie gehabt, wie auch jede Woche, und lass uns hoffen, dass wir uns diese Woche am Samstag halt auch qualifizieren. Wir springen mal rein. Wie ihr seht, ich habe noch gar nicht angefangen gehabt, weil wir haben ja 4 Strecken hier. Wir haben Ungarn, Baku, was war die dritte? Habe ich schon vergessen. Und dann haben wir als letztes nochmal Ungarn. Und ich denke mal, das erste Mal wird es regnen. Und bei dem letzten wird es dann trocken sein. Und wir werden da mal auch schauen, was für eine Strategie wir fahren. So, wir sind reingesprungen. Gruppe sieht, ja, ist okay. Alles entspannt. Werden wir auf jeden Fall schaffen. So, jetzt springen wir mal rein. Bin echt froh über deine Videos, lernt man echt viel. Dankeschön, Mo. Dankeschön fürs Feedback.
Natürlich nicht vergessen, ein Like mir da zu lassen für den Livestream. Und ja, dann springen wir mal rein. Wie gesagt, 62% Regenwahrscheinlichkeit. Es wäre gut, wenn es auch regnet, permanent. Nicht, dass es dann wechselhaft wieder trocken, bla bla. Dass es dann einfach mal bei einem Wetter bleibt. Und wir hoffen ja, dass es dann auch regnet. Ja, jetzt erstmal. So, Gegner ist da. Hat ein bisschen mehr Punkte wie wir. Halb so wild. Wie gesagt, wir müssen nicht gegen den Gegner gewinnen, sondern wir müssen ja Punkte erzielen. Boosts werden wir mal sehen, ob wir welche benutzen. Vielleicht werden wir mit einem Fahrer mit einem Boost fahren und den anderen Fahrer eher nicht. Qualifying ist trocken. Wie wir sehen, 3 Grad bewölkt. Ja, Gegner fährt natürlich ein besseres Quali. Lewis Hamilton. So, und es wird regnen, so wie wir sehen. Also werden wir hier mit einem Fahrer auf Soft. Das ist Max Verstappen, dem werden wir dann auch mal einen kleinen Boost geben. Und komm, George Russell geben wir auch einen kleinen Boost. Hat nichts Großartiges, sondern Krieger. Und er wird auf Medium rausfahren. Und dann springen wir mal in das Rennen. So, es wird in 2 Minuten anfangen zu regnen. Das heißt, das ist die perfekte Reifenauswahl für mich und natürlich auch für den Gegner. Wir werden ein 4-4 fahren und mit George Russell werden wir eine 5-3 fahren. So, super Start von Max Verstappen. Hat direkt mal ein paar Plätze gut gemacht. Den Platz so, zack, und dann gehen wir runter vom Gas mit beiden Fahrern. Versuchen mit George Russell mal auf regulär eventuell den einen oder anderen Platz zu machen. Schauen wir mal, schauen wir mal. So, fahren auch nur bis hierhin regulär. Wir wollen nämlich einen Gap öffnen, damit wir dann eventuell auch den Gegner attackieren können. Max Verstappen bei Start und Ziel Gas geben, eventuell Platz 8 nochmal klären. Nein, in Ungarn ist es sehr, sehr schwer zu überholen. Ist nicht leicht, hier Plätze gut zu machen. Ist eher leicht, hier Plätze zu verlieren. Von daher, Max Verstappen mit ein paar Problemen hier. Mit unserem Vordermann, war ja klar, der ist nämlich auf hart, ich habe es gewusst. Versuchen ihn jetzt nochmal bei Start und Ziel zu klären. George Russell auch hier mit ein paar Problemen. Max Verstappen will nicht, der will ihn einfach nicht klären, also gehen wir wieder runter vom Gas. Leute, wenn so ein Wetter ist wie jetzt, ja, also wenn wir bei Regen anfangen und es wird dann trocken nach 2 Minuten, brauchen wir nicht direkt auf nassen Reifen, also auf Wets zu wechseln. Wir können ruhig ein bisschen länger drin bleiben. Erst bei 26, sagen wir mal 30% Regen, müssen wir schon dann Regenreifen drauf haben, weil sonst besteht die Gefahr, dass wir auch eventuell einen Unfall haben. So, Max Verstappen kommt nach der Runde, wie besprochen, in die Box. Wir wechseln auf nasse Reifen, auf Wets. Und George Russell bleibt dann noch eine Runde drin und werden versuchen, obwohl, der kann eigentlich auch rein. Wir haben genug Abstand. Wir haben zwischen beiden Fahrern 5 Sekunden. Und das machen wir auch so. George Russell kommt auch in die Box. Wechselt auch auf nass, weil das wird sonst zu lang. Ihr seht schon selber, wir haben 20% Regen hier. 4 mit beiden Fahrern. Ihr seht, unser Gegner bleibt noch drin. Und das wird ihn viele Punkte kosten. So, schauen wir uns mal hier an. Viele Fahrer sind noch auf Hard oder auf Medium sogar noch draußen. Und die müssen noch alle in die Pits. Das ist für uns sehr, sehr gut. Max Verstappen hat schon unseren Gegner geklärt. Versuchen jetzt hier, ich hoffe, dass wir nicht irgendwo stecken bleiben, so wie jetzt hier. Lance Stroll tut uns hier stören und uns hindern daran, dass wir hier Platz 12 klären. Das ist unglaublich. Das ist unglaublich. So, jetzt sehr, sehr gut. Weg von da. Schön überholt. Jetzt noch auf der Start und Ziel. Oh, Safety Car. Und das ist perfekt für uns. Gegner kommt nämlich jetzt rein, ist viel zu spät. Ja, und wir können jetzt erstmal chillen, sind auf Position 9 und 13. Das heißt für uns, dass wir 28 Punkte bis jetzt haben. Und es kann nur besser werden. Safety Car kommt raus.
Sehr, sehr schön. So, wen haben wir denn vor uns hier? Schauen wir uns mal an. Wir haben hier noch Daniel Ricciardo auf 10, der muss noch in die Pits. Max Verstappen auf 4, der kommt jetzt gerade rein, kommt aber auch wieder raus. Ich hoffe, dass wir... Jawohl, den haben wir auch geklärt. Sehr, sehr gut. So, und gleich, wenn das Safety Car reinkommt, können wir Vollgas geben für die letzten 2 Runden und hoffen, dass wir hier... Wir haben natürlich auch nicht die richtigen Boosts drin, wir haben Trockenboosts drin, von daher hoffe ich, dass wir einfach nur Position halten können. Sind jetzt bei 30 Punkte, sollten wir sein, ja. Von daher Position halten, eventuell 1 oder 2 Plätze machen, das wäre super. So, letzte Runde fängt an, wir haben noch genug Sprit, wir haben noch genug Reifen, also das heißt, wir können komplett auf Push bleiben wegen dem Safety Car. Max Verstappen macht noch Platz 7, sehr, sehr schön. Versuchen jetzt auch noch Platz 6 zu klären. Vor uns hier mit Lewis Hamilton keine Chance, den werden wir nicht überholen, der ist nämlich auch auf Vollboost. Aber vielleicht Pierre Gasly. Oh, Max Verstappen bleibt auf 7, holt schöne Punkte nach Hause, 18 Punkte. Und George Russell Platz 12 und wir fahren 13 Punkte, 31 Punkte insgesamt. Sehr, sehr gut fürs erste Rennen. 30 Punkte sollte auch sein. Die müssen wir fahren, so wie letzte Woche auch, was eigentlich geplant war. Allerdings ja, haben wir es trotzdem nicht geschafft letzte Woche, so wie ihr auch seht hier auf meinem Channel. Das Video ist natürlich auch hier auf meinem Kanal. Gutes Rennen, auch vom Gegner. Ja, haben direkt mit dem ersten Rennen hier 31 Punkte gemacht. Ihr seht selber, wir liegen weit vorne, springen auch direkt in das nächste Rennen. Wollen hier keine Zeit wie in Baku. Eventuell wir mal was anderes. Mal gucken. Mal schauen. Ist halt eine gute, ja, ist halt ein Warm-up-Quali. Im Endeffekt ist das der Test für Samstag und dann halt auch für Sonntag. Und also fahren wir auch mit kleineren Boosts. Wir werden am Wochenende dann stärkere Boosts benutzen, sowas wie ewiges Feuer etc. Werden dann mal sehen, was auch der neue Boost kann, dieser Boost unaufhaltsam kann. Werden wir vielleicht auch jetzt benutzen. Mal schauen. Baku, gleicher Gegner wie in Ungarn, wie beim ersten Rennen. Aber wie schon gesagt, wir müssen hier nicht gegen den Gegner gewinnen, wir müssen hier Punkte nach Hause fahren. Ja, so 16 und 17, unser Gegner natürlich bessere Qualifikation gefahren. So, wir werden hier mit Softs rausfahren. Max Verstappen wieder Selbstkontrolle, davon haben wir nämlich ein paar. Und wir werden mal versuchen, hier mit Abtrieb zu fahren mit George Russell. Wir sehen und werden dann auf Medium rauskommen mit George Russell, um zu versuchen, auch eine schöne 4-4-Strategie zu fahren mit ihm. Und Max Verstappen wird, wie gehabt, in Baku fahre ich immer eine 2-3-3. Wenn wir im Mittelfeld eine 2-3-3 besser ist wie eine 3-3-2. Und los geht's. So, Max Verstappen macht direkt schon ein paar Plätze. Selbstkontrolle ist sehr, sehr guter Boost. Versuchen dran zu bleiben hier. Ja, Ibo, das tut mir leid. Hier sehr, 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 sehr schön von George Russell. Hat jetzt wieder den Platz abgeben müssen, leider. Aber halb so wild. Bleiben ein bisschen noch länger auf Gas mit Max. Ist auch krass, dass uns da der Gegner überhaupt hat. Und das ohne Boost, der Gegner. Den holen wir uns aber wieder, wie gesehen. So, sehr, sehr schön. Jetzt auf der langen Geraden können wir hier ein bisschen Gas geben. Reifenverschleiß sieht gut aus auf George. Wir müssen aber auch hier wieder runter. So, und Max Verstappen kommt jetzt hier in der Runde rein. Auto wird nicht repariert. Hoffen, dass wir vor unserem Gegner bleiben. Nein, wurden schon überholt. So, hier wieder Gas geben. Der Gap ist ein bisschen offen mit George Russell. Das ist gut, weil wir brauchen auch ein Gap. Haben jetzt sogar noch einen Platz gemacht. Das ist auch sehr, sehr gut. Werden jetzt hier
Max Verstappen kommt in die Box, wechselt wieder auf Softies. Und mit George Russell müssen wir ein bisschen aufpassen, weil sonst, ja, sonst haben wir keinen Reifen mehr hier. Verstappen kommt raus, Platz 21. Wir gehen jetzt hier runter vom Gas, versuchen Position zu halten. Der Gegner müsste jetzt in die Box kommen und danach auch nochmal. Also jetzt die nächsten 2 Runden für uns die Chance, ihn mit beiden Fahrern jetzt hier zu überholen. Ah, er kommt mit beiden rein, fährt mit beiden eine 3-2 so gesehen. Ist gut für uns. George Russell auf Position 8. Versuchen jetzt hier mit Max. Max ist hier hinter Platz geblieben, hat nicht geschafft, ihn zu überholen. Und das ist natürlich sehr, sehr ärgerlich für uns. George Russell kommt jetzt in die Pit. Wir wechseln wieder auf Medium mit ihm. Können hier eventuell noch ein bisschen pushen. Versuchen den Gap zu schließen zu unserem Vordermann. Er kommt jetzt in die Box, wie gesagt. Gehen auf regulär. Max Verstappen jetzt hier auf der langen Geraden. Müssen versuchen, unseren Gegner so gut wie möglich hinter uns zu lassen. Er darf uns nicht überholen. Er muss nämlich, wir kommen in dieser Runde jetzt rein. Das ist gut, dass da einer zwischen uns ist. Und dann kommen wir für die letzten 3 Runden nochmal auf Medium und können dann Vollgas geben. Fahre eigentlich hier immer eine 4-4 mit dem zweiten Mann mit hart, auf harten Reifen. Allerdings haben wir jetzt mal entschieden, auf Medium mit Abtrieb-Boost zu fahren. Und das sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Natürlich können wir nicht so viel pushen in den ersten 4 Runden, aber wir hoffen jetzt, dass das Auto ein bisschen leichter ist und dass wir dann auch ein bisschen Gas geben. Moment, auf den langen Geraden geben wir Gas und sobald es dann ein bisschen enger wird hier, müssen wir dann auch runter vom Gas. So, Max Verstappen kommt jetzt in die Box. Und das war's. Gegner muss noch mit beiden Fahrern pitten. Das heißt, er wird dann noch 5 Sekunden pro Fahrer verlieren. So wie du auch sagst, Ivo, der kommt ziemlich oft rein, macht eine 2-Box-Strategie mit beiden Fahrern, hat ja eine 3, macht ja eine 3-3, eine 3-3-2 mit beiden Fahrern. Das kostet ihn viel Zeit, er verliert viel Pit-Time, verliert er. So, ihr seht selber jetzt, George Russell hämmert einfach an allen vorbei, fährt sogar noch Punkte, hier Platz 10, sehr, sehr gut. Und wir hoffen natürlich auf Max Verstappen, dass da jetzt auch noch was kommt hier. So, wir haben jetzt Platz mit Max, sehr schön, Platz 13 hat er jetzt auch nochmal geklärt. Das sieht gut aus. Haben 27 Punkte, hoffen natürlich auf noch mehr. Sergio Perez muss noch rein. Ja, die müssen noch alle rein hier vor uns und das heißt für uns natürlich, dass wir noch ein paar Plätze hier machen. Komm, 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 los geht's. Können mit George Russell nicht so viel Gas geben, also müssen wir aufpassen hier. Machen aber noch 3 Plätze. Das sieht sehr, sehr gut aus. So, gehen jetzt runter auf Gas. Max Verstappen macht hier überhaupt gar keine Plätze. Kriegt Platz 12 einfach nicht überholt. Wer ist das denn vor uns hier? Valtteri Bottas ist das. Jetzt eventuell, komm. Das ist halt das Ding, wenn wir nicht Softs rausfahren. Wir können jetzt wieder hier Gas geben mit George. Ich hoffe, dass wir hier mit Max Verstappen noch Bottas klären können. Aber es sieht nicht danach aus, Leute. Vor uns hier, Daniel Ricciardo. Ah, come on. Jawohl, haben wir noch geklärt bei Start und Ziel. Komm, komm, Platz 11. Nein, hat er nicht geschafft. Aber alles gut, alles entspannt. 32 Punkte in Baku. Sieht gut aus. Ich hoffe, dass wir diese Punkte auch am Samstag fahren. Damit wir uns auf jeden Fall qualifizieren können. Ihr seht selber, der Gegner ist besser von den Teampunkten, allerdings nicht in der Strategie. Ja, die Strategie ist jetzt mal an, beide Fahrer hier, Hamilton und Norris auf 5, hat das gleiche Equipment wie wir, fährt allerdings eine falsche Strategie und verliert dadurch die Rennen. Ja? So, aber das Equipment, ich würde es mit Kusshand nehmen. Ich würde es mit Kusshand nehmen, dieses Setup von unserem Gegner. So, gehen direkt in das nächste Rennen.
Schauen wir uns mal an, wie viele Punkte wir haben nach 2 Rennen. 63 Punkte haben wir hier. So, und jetzt fahren wir Montreal. Das ist natürlich das ist etwas anders. Montreal ist immer ein bisschen knifflig. Es kommt darauf an, was auch da der Gegner macht, was auch die Bots machen. Die Box meiner Meinung nach, die Bots, die fahren eine ganz andere Strategie wie bei uns in der Serie 12 oder Serie 11 oder Serie 10. In dem ins Grand Prix fahren Bots natürlich auch eine andere Strategie wie auch in den Grand Prix. So, wir haben einen anderen Gegner, allerdings vom gleichen Club, und der hat auch 45 Teampunkte mehr wie wir. Natürlich auch zu schlagen. Ja. Kanada, Montreal, sehr, sehr schön. Gucken, wie da das Wetter aussieht. Sieht danach aus, als würde es regnen. Qualifying ist aber trocken, sogar sonnig. 4 Grad. Geil. Und Gegner fährt natürlich besseres Qualifying. Fahrer 14 und 17 wir, 13 und 16 der Gegner. Sehr, sehr schön. Ja, werden wieder kleine Boosts benutzen, Selbstkontrolle, und mit George Russell gucken wir mal, wie unaufhaltsam sich hier verhält. Werden beide Fahrer mit Softies rausschicken für die ersten Runden. Wir werden mit einem Fahrer einen Undercut machen, werden sehen, wie der Start hier läuft. Mal gucken, wer hier den besseren Start macht. Start wird einen Undercut machen. So, los geht's. Gehen ganz kurz in. Das wird nicht lange halten, glaube ich. Doch, wird lange halten. Gegner kommt auf hart mit einem Fahrer. So, gehen hier runter vom Gas mit beiden Fahrern. So, versuchen jetzt ein Gap aufzumachen hier. Verstappen sollte. Eigentlich würde ich bevorzugen, dass Max Verstappen vor George Russell ist, weil Russell einfach besser ist in der Verteidigung. Sehen wir jetzt auch. Allerdings ist das hier nicht der Fall. Also werden wir hier versuchen, uns zu entspannen, die ersten 4 Runden. Mit beiden Fahrern versuchen auch Position zu halten. Die Leute, die hier pushen, Esteban Ocon hinter uns auf Softs, der versucht hier zu überholen will, soll er überholen. Kurz ein bisschen Gas geben bei der Geraden vor der Boxeneingasse. 13 und 15 halten wir, das sieht gut aus. So, und wie gesagt, machen mit einem Fahrer, und zwar der Fahrer, der mit dem schlechteren Start, das wäre jetzt Max Verstappen in dem Fall, werden wir den Undercut machen. Kommen auf Medium, ich riskiere das jetzt mal, den Boost, ja, hier Selbstkontrolle, und sollte ohne Probleme die 5 Runden schaffen. Natürlich nicht so viel Power, weil ja, Montreal ist nicht unbedingt eine Rennstrecke, wo wir holen, und ja, von daher, so, kommen jetzt raus, Platz 20, müssen die erste Runde ein bisschen mehr Gas geben, versuchen auch eventuell hier Platz 19 zu machen, der ist nämlich auf hart, Yuki Tsunoda, hoffen, dass wir den überholen können hier, aber sieht nicht gut aus, Lasst mich Bescheid wissen unten in den Kommentaren, was für eine Strategie fährt ihr? Seid ihr mit eurer Strategie zufrieden? Habt ihr gute Punkte gefahren? Seid ihr so, jetzt kommt Verstappen hier angedonnert. Ja. Bringt nicht viel, der Undercut hat überhaupt nichts gebracht im Endeffekt jetzt hier. Sehr, sehr ärgerlich. Wir werden versuchen dann am Samstag eventuell eine andere. Ihr seht selber, überholen ist in Montreal. Ist ein Krampf. Ist wirklich ein Krampf. George Russell kann natürlich jetzt hier schön Gas geben für 4 Runden. Der ist nämlich auf Medium. Wir können nach wie vor mit Max Verstappen nur auf der Geraden Gas geben. So, und der Undercut war, ja, der war nicht gut. Der war nicht gut. Haben überhaupt nichts gemacht mit dem Undercut. Sehr ärgerlich. George ist hier unser Fahrer. Versucht jetzt noch den Gegner zu überholen. Der ist auf harten Reifen vor uns. Den wir gehen mal runter vom Gas.
Versuchen wir gleich mit ein bisschen Schwung. Da brauchen wir gar nicht. Ihr seht selber, wir gehen auf grün, also auf verteidigen, und er überholt unseren Gegner. Werden das Rennen leider trotzdem verlieren, so wie es ausschaut. Max Verstappen mit dem Undercut leider nicht gut. Leider nicht gut. George Russell, wäre schön, wenn er noch die zwei Leute hier klären könnte vor sich, aber ich glaube, das wird nichts. Ist einfach auch zu eng. Montreal ist keine Rennstrecke, die mir gefällt, bin ich ehrlich. Fahre da eigentlich nie gute Punkte. Wir bleiben hier selber jetzt hängen, weil ja, Softs und dann Hard war mir klar. Der Gegner hat sogar, aber ziemlich am Ende noch, also das bringt uns auch nichts. Ein Sieg wird das hier nicht. Fahren mit George Russell 13 Punkte hier in Montreal und mit Max Verstappen leider nur Platz 18. Und das auch nur 7 Punkte, also 20 Punkte in Montreal werden uns für Samstag, definitiv eine andere Strategie. Vielleicht eventuell sogar auf lang. Also eine 4-5, eine 4-4 und 5-3 müssen wir da, denke ich, mal fahren. Und eventuell versuchen wir auch einen höheren Gap aufzumachen. Gegner ist ja genau, ne, war ja ein anderer. Er fährt mit Mirage anstatt mit Spirit. Hat der Junge gemacht, der Junge. Hat er gewonnen. Sehr schön. Wie viele Punkte? Punktemäßig sieht es trotzdem noch gut aus. Also wir werden uns definitiv qualifizieren hier für den Samstag. Ja, sieht gut aus. 3 Rennen, 83. Wir machen jetzt das letzte Rennen noch zusammen. Das ist Ungarn, diesmal trocken. Ja. Leute, schreibt unten in die Kommentare. Es sind ja nicht so viele Zuschauer, also werde ich euch auf jeden Fall eine Antwort darauf geben. Uns noch eine Zigarette zusammen. Und dann springen wir in das letzte Rennen hier. Das hoffen wir auf einen anderen Gegner. Die ersten 2 Rennen den gleichen Gegner und die letzten 2. Beiden auf Medium ins Rennen. Nach 4 Runden wechselt Fahrer 1 auf Medium. Nach 5 Runden Fahrer 2 auf Soft. Fahrer 1 Boost gestimmt, Fahrer 2 Boost. Hahn. Nicht immer, aber meistens. Ja, gestimmt. Ja. Gestimmt ist eigentlich perfekte Boost für Regen. Also wenn es trocken ist, nicht unbedingt benutzen. So. 16 und 17. Und los geht's. Werden mal einen härteren Boost benutzen. Ewiges Feuer für Max Verstappen und für George Russell benutzen wir Instinkt. Ja? Geht aber auf Medium. Wir werden eine 4-4 und eine 5. Kein Undercut, bloß keine 3-3-2 oder eine 2-3-3 fahren in Ungarn. Das ist genauso wie in Mexiko. Diese Strecken mit einer 2-3-3 oder einer 3-3-2 dann vollkommen aufgeschmissen. Da sieht man viele Positionen. Und los geht's. So. Lass uns auf einen guten Start hoffen hier. Für uns, nicht für den Gegner. Das erste Ungarn-Rennen, das war gut. So, jetzt müssen wir hier runter vom Gas. So, versuchen Position zu halten. Dann hier die ersten Runden. Der Gegner ist auf Hard und auf Medium. Also normalerweise müssen wir die machen. Wen haben wir denn hier hinter uns? Latifi auf Medium haben wir hier hinter uns. Sollte keine große Gefahr für uns sein. Wir können hier ein bisschen Gas geben, um ein bisschen wegzukommen von unserem Hintermann. Und ihr seht selber, der Gegner, der kommt auch nicht klar. Hängt ziemlich eng mit beiden Fahrern. Wir geben jetzt hier ein bisschen Gas. Versuchen hier zu überholen. Jawohl. Funktioniert. Noch ein Plätzchen. Sehr, sehr schön von Max Verstappen. Hat hier 2 Plätze gemacht jetzt.
Hat wieder einen Platz abgeben müssen, hat sich wieder geholt. Sehr, sehr gut hier von Max. Ein bisschen Abstand bitte. Sehr, sehr schön. Gegner vor uns auf Medium. Sollten wir klären. Aber es ist ziemlich eng hier im Kampf. Hat sogar noch Plätzchen gemacht hier. Können hier runter vom Gas mit Max. Max muss jetzt pitten, kommt jetzt auf Medium. Ist nicht gut, sagst du? Okay. Hab noch nicht. Ich hoffe, dass ich ihn nach diesem Wochenende habe. Dann können wir da auch ein bisschen gucken, was der da macht. So, kommt jetzt in die Box. Vollgas. Boxengasse ist komplett frei für uns. Muss jetzt hier auch ein bisschen Gas geben. Ja, Max Verstappen, ey, Platz 23 rausgekommen. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Müssen Gas geben. Viele Fahrer hier, ihr seht selber. Viele Bots auf Hard. Schaut euch das an. Und eigentlich alle auf Hard draußen. Und das kostet uns dann Zeit, weil wir dann hinter denen halt hängen bleiben, weil die sich im Stau, hier sieht man ja, drei Autos vor uns hier, die uns komplett aufhalten hier. Da kommen jetzt ein paar rein, können Gas geben. Da muss auch noch rein mit einem Fahrer. Sehr schön, Max Verstappen hier in der Kurve, noch Platz 16 geklärt. Sehr, sehr gut. Und George Russell ist jetzt auf Softs. Der Gegner hier vor uns hier, der steht uns hier im Weg. So, jetzt kommen ganz, ganz viele Leute rein, wie wir auch sehen. Das ist jetzt unsere Chance, die Führung zu holen. Versuchen weiter auszubauen hier, brauchen mehr Punkte. Brauchen definitiv Punkte. Spielen hier ein bisschen mit dem Gas. Keine Ahnung, ob das was bringt. Ich mache es eigentlich immer, aber ja, es ist einfach zu eng. Schaut euch das an. Max Verstappen hier und unser Rivale, wir hängen hinterher. Ja, kriegen auch keine überholt, auch George Russell, weil es ist einfach zu eng. Ja, besteht sogar noch die Gefahr, dass wir ein Plätzchen verlieren hier. Ja. Kurz runter vom Gas. Aha, Max Verstappen, unser Gegner, hat einen Motorschaden hier. Gut, zack und zack, haben wir auch noch 2 Punkte. Die haben wir uns einfach mal eben so geholt, weil der Gegner einfach einen Fehler macht. Ja, Platz 12 und Platz 13. 25 Punkte. Nicht unbedingt das beste Resultat, aber passt. Gegner mit Lewis Hamilton auch. Motorschaden, Max Verstappen Motorschaden, da hat der Gegner gar nicht repariert. Keine Ahnung, was der davor hatte. Ja, kann ich nur empfehlen, immer Auto reparieren, Leute. Ja, bloß nicht irgendwie riskieren, weil bringt ja nichts. Am Ende zu sparen, verliert ihr 3 Sekunden auf der Strecke, weil ihr das Auto nicht repariert. Sehr, sehr schade. Ja, das war's. Die 4 Rennen haben wir gut, haben wir erfolgreich, sehr erfolgreich beendet. Schauen wir uns mal an, wie viele Punkte wir haben. 108 Punkte, sieht gut aus. Nicht unbedingt die beste Leistung. Wir müssen auf jeden Fall ein bisschen aufstocken für Samstag. Brauchen dafür 220, 230 Punkte, wäre super. Und ja, schauen wir mal, was wir am Samstag so erreichen, Leute. Das war's von meiner Seite heute. Lass uns noch 5 Minuten da bleiben. Eventuell hat der ein oder andere noch irgendwelche Fragen. Haut die raus, haut die in die Kommentare. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, mal kurz den Item-Shop zusammen durch. Wie wir sehen, wir haben ja ein neues Angebot hier, Grand Prix-Angebot. Nicht unbedingt mein Favorit, bin ich ehrlich. Das Angebot ist ein Tick zu teuer. Diese Kisten hier, also die günstigsten Kisten, die wir hier ergattern können. Wir können hier das 10er-Paket, das große Paket hier, was ich jetzt hier habe, können wir für 1375 Bucks können wir ergattern. Ja? Und es ist 1000 Bucks teurer. Also ist echt, ist nicht unbedingt. Allerdings, wenn ihr da selber in Serie 12 seid schon und ihr der Meinung seid, dass ihr eventuell
diese Boxen braucht, dann kann man die sich auf jeden Fall holen. Aber nee, hier, Ibo sagt ja selber, Herold, der neue Boost hier, nicht unbedingt, das ist nicht unbedingt der beste. Also, nee, ist ein bisschen zu überteuert. Ist nicht unbedingt gut. Mindestens 50 Euro müssten wir ausgeben, um dann halt auch das 2375er Paket zu holen. Dann hätten wir noch 1400 Bucks übrig. Ja, ist nicht unbedingt das Beste. Ja, die Kisten sind gut. Ja, die Kisten, ich hab ja auch am Anfang hier der Saison habe ich auch 30 Kisten aufgemacht und die waren okay. Also immer von jeden 10 Boxen war da immer ein Serie 12 oder ein Serie 11 Teil dabei, was ich halt nutzen könnte. Aber ähm, wir gehen mal kurz auf mein Setup. Das dauert noch ein bisschen, bis wann ich hier ein bisschen was upgraden kann. Also Fahrer brauchen wir noch gar nicht drüber zu reden, da bin ich noch weit von entfernt. Aber bei den Parts, hier Hydra ist knapp und Flow, da würde ich auch, das würde ich würde es lieben, wenn ich da ein paar Teile kriegen würde. Ich, ja. Hi, hallo. Danke fürs Einsehen, danke fürs Zusehen. Ein bisschen zu spät, die Rennen sind schon durch. Allerdings kannst du ja trotzdem noch gleich, wenn ich das Video hochgeladen habe, die Rennen dann die angucken. Wie gesagt, um nochmal zurück, um das Setup zu gehen, die Kisten lohnen sich nicht unbedingt für mich, weil es wäre nur für Hydra und für Flow und für Tour Grid wäre es gut. Die anderen Teile sind, da bin ich noch richtig weit entfernt und von daher warte ich dann lieber auf ein Angebot, wo man Kisten wieder für 1375 Bucks kriegt. Ja, und nicht 2375. Das ist ein bisschen zu viel. Das ist mir ein bisschen zu teuer. Das Angebot nicht unbedingt gut. Quicksilver haben wir da auch. Und dann, um nochmal auf die Kisten kurz zurückzukommen, sorry Leute. Aber was kriegen wir da? Lance Stroll ist da die hohe Wahrscheinlichkeit. Und Quicksilver, das sind zwei Dinge, die ich nicht haben möchte. Ja, und dann auch noch Orbit, das ist auch etwas, was ich nicht haben möchte. Also nicht unbedingt, nicht unbedingt. Wir gehen mal wieder auf das Setup zurück, schauen uns mal kurz nochmal an, um eventuell den Güterhandel freizuschalten, so gut wie möglich, so schnell wie möglich. Da habe ich zwei, das wäre sogar Tracer, wäre ein Teil, was jetzt, da fehlen mir noch 331 Parts. Und ich entfernt, also nur Tracer, was auch nicht im Angebot ist. Und bei Fahrern wäre es Mick Schumacher. Der ist ja gut, da fehlen mir nämlich auch noch 228. Und ja, ist halt leider noch weit entfernt, auch vom Güterhandel. Ich brauche da noch ein bisschen Zeit. Nicht zu viel upgraden, habe Mühe, Teampunkte tief zu halten. Ja, Ibo, das verstehe ich nicht. Also ich fahre mit dem Setup, was mir gefällt. Das wäre hier, wie ihr auch wisst, in meinen Videos immer das hier. Natürlich kann ich meine Teampunkte jetzt ein bisschen höher machen, indem ich so Flux reinmache. Da seht ihr selber, dann springe ich auf 1528, aber das gefällt mir nicht. Das Setup ist ein bisschen zu schwach, wir brauchen ein bisschen mehr Power. Ich bin der Meinung, dass das auf jeden Fall ein End-Setup ist. Wie auch in dem letzten Video, was ich jetzt Montag hochgeladen habe. Ja, aber ist doch okay, Ibo. Die Teampunkte, wenn du die hoch hast, dann das ist ja nicht schlecht. Ja? Also die niedrig zu halten, trotz dass du bessere Teile hast, bringt wenig. Ja, du willst ja auch besseres Qualifying fahren und du willst ja auch bessere Positionen fahren. Also mit Flow bin ich der Meinung, also ich würde es sofort einsetzen. Also hier dieses Setup hier höher und das würde ich, so, genau dein Setup habe ich auch. Ja, du fährst mit Jazz halt, was mir, nee, nee. Also mir persönlich gefällt es nicht. Da gehe ich lieber auf Flow. Ja, alles auf Level 6, das ist doch grandios. Ich würde dieses Setup sofort nehmen. Da würdest du in der Qualifikation, würdest du ja, 10, 11, 12, 13 fahren. Und wenn du da gut im Rennen bist, dann fährst du definitiv nochmal 3 oder 4 Positionen besser. Also ne, von daher würde ich dir empfehlen, diese Level 6 Teile einzubauen. Wenn dann die Gegner kommen mit, mit dem Setup hier, was ja auch mehr Teampunkte bringt. Ah, sorry, nicht Claw.
Doch, Claw und Mirage fahren ja die meisten. So fahren die meisten, was ich nicht verstehe. 100 Zuverlässigkeit, ja, das Auto sehr gut. Von daher würde ich nicht unbedingt darauf zählen, auf diese Strategie, auf dieses Setup. Da würde ich schon eher auf dieses gehen hier. Und wenn du es auf Level 6 hast, wie gesagt, ja, rein da. Rein da und Gas geben. Ja, da würdest du selbst gegen mich mit der richtigen Strategie das Rennen gewinnen. Wir haben ja 3 Rennen gehabt heute. Ibo, 2 Rennen an mich, 1 Rennen an dich. Von daher mit den Level 6 Parts würdest du dann auf mehr Teampunkte kommen, definitiv, und würdest dann auch mich sowieso schlagen. Also gar keine Chance. Ich hätte gar keine Chance, wenn du da deine Level 6 Teile hast. Ja. Ja, Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Vergesst dem Video nicht ein Like dazulassen, dem Livestream. Wir werden uns am Samstag wiedersehen mit der Qualifikation. Werde noch ein paar Videos hoch, spezifische Videos. Wir werden dann in Serie 12 versuchen, gattern und da auch die richtige Strategie zu erwischen. Und von daher, ich hoffe, ihr bleibt dran. Danke fürs Zusehen nochmal. Danke für den Support die letzten Monate, Leute. Ihr seid grandios. Vielen, vielen lieben Dank. Und wir sehen uns bei einer nächsten Folge. Bleibt gesund und viel Spaß.